Wir haben doch keine Zeit, Kinder, und wir brauchen aber trotzdem einen Leckerkuchen. Drum machen wir uns heute ein paar schöne Schnittchen. Und weil das schon wieder so zackig geht, muss ich schon mal hier den Ofen vorheizen, gell? Nu? Ein 270 Grad Ofen ohne Hitze. Und dann geht's auch schon los. Ah nee, ich brauche schon noch eine Eischalter, aber der Ei ist schon erst einmal lang, ne? Und dann den Zucker dazu und Schaumilch rühren. Heute schmeiße ich nicht, ich stelle sie ordentlich weg, ne? Zack, zack, ist das auch schon schaumig hier, ne? Und es wird ja heute ein kleiner, schneller Biskuitbrot, darum gibt's auch kein Butter, nein, ne? Aber die trockenen Zutaten. Da hat die Joanna jetzt wieder ein bisschen Mehl. Zucker wollte ich schon gerade wieder sagen, nee, ist kein Zucker. Es ist Holz, ein Prise Salz, ein bisschen Backpulver. Das tun wir uns so ein bisschen vermischen. Und dann das Maschinchen auf niedrigste Stufe und ganz langsam löffelweise untergeben, ne? Zip, 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 zip. Bisschen noch rühre. Ich rühre ja immer nicht allzu lang, ne? Wenn sich das so ein bisschen geschmeidig verbunden hat, so langsam, mache ich immer aus. Und dann mache ich den Rest immer mit dem Teigschaber. Weil ihr wisst ja, kennt ihr meine These, wenn er zu lange rührt, dann ist das Mehl beleidigt und dann geht's nicht richtig auf im Ofen, gell? So, dann braucht man natürlich noch ein Backblech. Da hatte Joanna schön ihr Löchriges schon vorbereitet, weil da kommt nämlich auch von unten schön die Hitze dran. Ne? No. Und der Backrahmen drauf, so ungefähr 28 x 34. Ich schreibe euch ja immer alles, unser Rezept könnt ihr ja in Ruhe auf dem Blog nachlesen. Ich verlinke euch das. Und jetzt kommt der Teig doch schon rein, ne? Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir ja mal schreiben, kann ich auch gucken, ob wir die Backrahmen hier für unseren Job kriegen, weil die sind nämlich toll, die kann man schön feststellen an der Seite, da rutscht dann immer nichts hin und her zum Dötchen machen, Kuchen backe, Biskuitböden, Blechkuchen, alles könnt ihr machen, ne? Und wir brauchen natürlich auch hier unsere Streichhilfe, weil die ist natürlich auch total super, um den Teig so schön gleichmäßig zu verteilen, gell? Weil gerade, ne, das ist ja bei der Joanna auch so eine Sache, drum ist die Streichhilfe für mich echt eine riesengroße Hilfe, ne. Und jetzt kommt der so mal 20, 25 Minuten in den Ofen. Guck mal, ich lieb ja das, ne, wenn du so einen Kuchen aus dem Ofen holst, egal ob es bloß ein Brot ist, da duftet ja herrlich. Und den lassen wir jetzt auf jeden Fall mal komplett abkühlen. Der Kuchen ist jetzt schon fast abkühlt und drum brauchen wir jetzt nämlich auch ein bisschen Schlauchsahne. Da hatte Joanna wieder eiskalte Schüssel aus dem Kühlschrank und da kommt auch die eiskalte Sahne dazu. So, und hier haben wir natürlich wieder ein bisschen Sahne, Stein und Zucker, ne? Da habe ich auch noch Schüsselchen, das seht ihr jetzt nicht so, das ist ein Edelstahl, da ist schon ein bisschen Joghurt drin. Wenn ihr keinen Joghurt mögt, könnt ihr auch gerne Quark nehmen, ne? Dann nehme ich mir jetzt so 2 Löffelchen raus, weil die tun wir uns jetzt nämlich gleich mal in die Mikrowelle kurz erwärmen. So, schau, jetzt ist es nämlich ein bisschen warm, weil da kann man nämlich dann gleich das sofort Gelatine und rühre, ganz vorsichtig einrühren, gell? Ist das wieder typisch, ne? Unterrühre vorsichtig, einrühren nicht vergessen. Mal hier ein bisschen schneller, rühre, ne? Weil dadurch löst sich das natürlich ein bisschen besser auf. Wenn es ganz eiskalt ist, dann klumpt es nämlich gleich, ne? So, und wenn ich jetzt noch ein Besele hätte, wenn ich da praktisch schon, weil die Joanna braucht ja 2 Küchenmaschinen, weil Joanna macht ja auch immer 100 Kuchen, ne? Warte mal. So, da habe ich schon ein Besele. Dann tun wir das da auch rein und tun schon derweil den Quark ein bisschen mischen mit noch ein paar Löffelchen Zucker, ne? Und dann wieder ein bisschen runter, dann kann man das hier auch löffelweise mit der Sofortgelatine dazugeben. So, schau mal, so schnell geht es und es sind unsere Creme und unsere Sahne schon fertig. Jetzt tun wir dann die Creme mal so direkt in die Sahne rein, ne? Und dann tun wir das alles schön miteinander unterheben, gell? Herrlich, das wird was lecker, kann ich euch sagen. So, und dann braucht man auch gar nicht den Rahmen entfernen, weil der hält es nämlich super schön fest. Und dann kommt die Creme schon drauf auf den Boden. Einmalig hier, kann ich das sagen. Und dann noch ein bisschen verstreiche hier, verteile gleichmäßig. Und dann hatte Joanna natürlich jetzt wieder ihr Streichhilfe, ne? Weil es soll ja auch gerade werden, gell? Und soll ich euch was sagen, ne? Die Streichhilfe, die ist ja wirklich so beliebt, die ist schon wieder ausverkauft. Jetzt haben wir schon wieder welche nachbestellt und die kommen auf jeden Fall bald, weil die liebt ihr anscheinend genauso wie ich. Meine Tochter hat nämlich auch eine gekriegt zum Geburtstag und die macht jetzt auch die geradesten Torten. Also da kann auch nichts mehr schief gehen. Die ist echt super.
So, 1 fix, 3 fertig. Und so stellt man jetzt nochmal direkt in den Kühlschrank. Ne? So, guck, die Joanna hat natürlich schon mal einen vorbereitet, weil bei uns ist ja auch genug Kuchen. Ich werde den auf jeden Fall immer los. Der war jetzt über Nacht schon im Kühlschrank. Das zieht dann so richtig schön durch. Und jetzt brauchen wir so ein paar Früchtchen noch. Ne? Dafür habe ich mir ein paar Pfirsiche schon aus der Dose abtropfen lassen, abgetropft und habe auch, abtupft meine ich, ne, Joanna? Und habe auch den Saft aufgefangen und habe den auf 500 Milliliter aufgefüllt. Genau, mit Wasser, weil wir brauchen ja dann noch einen Torteguss, ne? Und jetzt schneiden wir uns erstmal die Pfirsichhälftchen so ein bisschen in Fächer, ne? Könnt ihr ja dann belegen, wie es euch gefällt. Ich mache jetzt halt so 1/3 von der Länge her so ein paar Fächerchen hin, ne? Right in front of you, look at me when I say I'm sure what I'm doing, so please let me stay till the morning comes and take me away. Und jetzt kommen schon die rote Himbeerchen. Und nun kommen noch ein paar Heidelbeerchen. So richtig schöne, fruchtige Schnittchen, ne? Und an was erinnert euch jetzt eigentlich so diese Farbkombination aus einem Trendthema im Moment aus den Medien? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ach, das wird herrlich, kann ich euch sagen. Und jetzt brauchen wir auch schon ein bisschen Torteguss. Da habe ich hier ein bisschen Torteguss-Pulver und Zucker gemischt. Das geben wir gleich in den Topf und dann so ein bisschen kalte Flüssigkeit dazu und ordentlich erstmal ohne Rühre, gell? Schau, dass sich das so richtig schön verteilt, weil das klumpt so ein bisschen am Anfang. Aber das macht nichts, wir rühren halt, ne? So, und dann geht schon Rest A drauf. Dann machen wir die Platten an und tun alles schön feste aufkochen. Und schön fleißig rühren, ne? Jetzt habe ich es gerade noch so gerettet. Jetzt muss ich umfüllen, weil jetzt ist mir es fast ohne anbrennt. Weil ich habe jetzt die Platte tatsächlich ein bisschen zu sehr aufgedreht. Da müsst ihr echt aufpassen. Immer schön rühren, bis es aufblubbert. Und dann wisst ihr ja, dann kommt so heiß, wie es ist, schön löffelweise oben drüber. Guck mal, jetzt blubbert so richtig schön. Jetzt können wir die Platte dann ausschalten. Und los geht's! Ach Mensch, du herrlich! Und jetzt tun wir dann noch mal bis zum Servieren in den Kühlschrank. Ja, da kann ich mir jetzt gar nicht entscheiden, was für Schnittchen das ich zuerst probieren soll. Könnte man ja direkt auf der EM-Party servieren, aber ich bin ja nicht so der Fußballer. Aber probiert's unbedingt aus. Ciao, mach's gut!